Spieltag 13 in der Fußball-Bundesliga startet heute mit dem VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Bevor wir aber zu den Tipps kommen, möchte ich euch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr noch bis um 18 Uhr Zeit habt, euch für mein erstes Gewinnspiel anzumelden. Schaut dazu mal das Video vom Sonntag an, Adventsgewinnspiel. Dort könnt ihr nämlich ein Mauspad gewinnen, gesponsert von Descu. Also meldet euch noch schnell an, ihr habt Zeit bis 18 Uhr, dann ist die Anmeldung vorbei, aber am Sonntag geht schon weiter mit dem zweiten Gewinnspiel, das nur nebenbei. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Bundesliga. Der VfB hat letzte Woche in Bremen ein 2-2 noch geholt, ja, ich glaube Demirovic hat da doppelt getroffen, haben unter der Woche im Pokal gespielt, haben da gewonnen in Regensburg, ganz souverän 3-0. Und Union hat zu Hause gegen Leverkusen verloren mit 2-1. Sie sind jetzt auch wieder ein bisschen abgerutscht in der Tabelle. Platz 11 mit 16 Punkten. Waren ja auch mal am Anfang der Saison oben mit dabei. Da hat man schon wieder gedacht, okay, das wird wieder so eine typische Union-Saison. Aber jetzt ist die Frage, die Stuttgarter nach dem Pokal unter der Woche, nehmen sie den Schwung nochmal mit. Zu Hause, Heimspiel gegen Union. Gehen natürlich als Favorit da ins Spiel. Und ich würde sagen, die werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Es kann natürlich auch sein, dass der DFB-Pokal noch so ein bisschen in den Knochen hängt. Aber ich tippe mal ein 2-1. Union ist auch immer für ein Tor gut. Ja, haben gegen Leverkusen ja auch getroffen. Egal wie, Union ist immer für ein Tor gut. Ob das jetzt ein Konter ist, Freischuss, Eckball, das ist bei denen egal. Die schießen immer irgendwie ein Tor. Und von daher ein knappes, aber vielleicht dann am Ende auch verdientes 2-1 für Stuttgart. Wir werden sehen. Am Samstag geht es dann unter anderem mit Bochum gegen Bremen weiter. Bochum hat beim FC Augsburg verloren mit 1-0. Da ist halt Woche für Woche die Frage nach der Qualität. Reicht es für die Bundesliga? Bekommt Dieter Hecking das irgendwie geregelt, dass die Bochumer mal anfangen zu gewinnen? Die haben noch keinen einzigen Sieg geholt. Ist es ausgerechnet gegen Bremen, die auch unter der Woche im Pokal gespielt haben, gegen Darmstadt, letzte Minute 1-0 gewonnen. Und davor halt gegen Stuttgart 2-2 zu Hause gespielt haben. Ausgerechnet gegen Bremen. Das ist halt die Frage, die sich mir so stellt. Irgendwann wird es ja mal soweit sein. Also ich glaube nicht, dass Bochum hier ohne einen einzigen Sieg aus der Saison rausgeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwann ist es dann halt mal soweit. Ob es jetzt gerade ausgerechnet gegen Bremen zu Hause ist, weiß ich nicht. Ich könnte mir das gut vorstellen, weil Bochum, wie gesagt, mit der Heimkulisse, gut, heimstark sind sie halt nicht bislang in der Saison, aber trotzdem, ich habe das so im Gefühl, entweder Unentschieden oder Bochumer Sieg. Ich würde mal riskanterweise, oder mache ich einen Unentschieden, ich weiß es nicht. Mein erster Gedanke war Sieg Bochum. Ich nehme den Gedanken, ich mache ein knappes 1-0, weil wenn ich jetzt noch 10-mal hier überlege, 1-8, 1-0, also 1-8, wenn das jetzt wirklich 1-8 ausgehen würde, vielleicht früher unter Thomas Schaaf, also 1-0, irgendwann ist es mal soweit und vielleicht ist es ja für Bochum an dem Wochenende, weil irgendwann müssen sie anfangen, sonst wird der Abstand einfach zu groß und dann kann es schon sein, dass die gefühlt nach der Hinrunde als erster Absteiger feststehen. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Leverkusen gegen St. Pauli. Leverkusen hat unter der Woche die Bayern rausgehauen, 1-0 mit einem Mann mehr. Frimpong gegen Manuel Neuer. Manuel Neuer hat die erste rote Karte kassiert seiner Karriere. Der erste Platzverweis in, was weiß ich, fast 700 Spielen oder so. Kommt das ungefähr hin? Ja, kommt ungefähr hin. Haben bei Union Berlin gewonnen letzte Woche, 2-1. Und St. Pauli hat zu Hause gegen Kiel. Zu Hause zunächst mal getroffen und hat dann auch mal wieder gewonnen. Oder hat zu Hause gewonnen. Das war ja der große Stein, der da noch im Weg lag. Jetzt in Leverkusen. Natürlich ist Leverkusen der klare Favorit und ich glaube, die machen das auch. Wobei die sich zu Hause so gegen Aufsteiger und auch gegen Heidenheim schwer getan haben. Gegen Heidenheim das Spiel gedreht, gegen Kiel nur unentschieden. Aber ich glaube, gegen St. Pauli wird das ein bisschen souveräner. Könnte ich mir vorstellen. Ich mache da mal ein höheres Ergebnis. 3-, ja, wobei nicht mal 4. Ich habe selten irgendwie Spiele, wo ich mal 4-1 oder 5-0 oder so tippe. Ich habe nie so Vertrauen in die Teams, keine Ahnung. Ich mache immer hier ein 3-1, wegen der Differenz, immer mal gucken. Und von daher ist das dann der nächste Heimsieg. Frankfurt gegen Augsburg, auch ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für die Eintracht, die leider unter der Woche gegen Rasenballsport Leipzig ausgeschieden ist. Ich hatte das Formspiel so ein bisschen schon geahnt, haben eine gute Phase und Leipzig nicht. Und jetzt spielen die ausgerechnet gegeneinander und Leipzig macht das beste Spiel in der Saison. Und die Eintracht das schlechteste. Muss man einfach fairerweise sagen, dagegen sportlich leider überhaupt nichts. Ist aber auch dieser jungen Mannschaft mal zumuten und das dürfen sie auch machen oder das müssen sie auch machen, damit sie aus diesen Fehlern lernen. Frage ist halt jetzt, wie sie damit umgehen. Ob sie weiterhin oder ob das jetzt so ein Bruch war und die in so eine Negativspirale reinkommen oder ob die so ein gutes Mannschaftsgefüge haben und so eine gute Mentalität, dass sie gegen Augsburg dann wieder gewinnen. Oder halt unentschieden spielen. Das ist so die Frage, die sich mir stellt. Frankfurt hat ja letzte Woche in Heidenheim souverän 4-0 dann noch gewonnen. Sonntagabend auf der Heidenheimer Alm ist es ja nicht, also in Heidenheim. Und die Augsburger zu Hause gegen Bochum gewonnen. Die haben auch unter der Woche im Pokal gespielt, beim KSC, ging bis ins Elfmeterschießen, haben erst geführt, dann in der 90. glaube ich den Ausgleich, dann selber hinten gelegen, um wieder in der 120. auszugleichen, dann im Elfmeterschießen durchgesetzt.
Ja, also Augsburg war die letzten Jahre auch nicht immer gerade unser Lieblingsgegner. Letzte Saison haben wir zu Hause da gewonnen. Und ich hoffe, dass wir das auch diese Saison machen. Weil, wie gesagt, die Eintracht, die hat wirklich eine gute Ausgangslage. Ich weiß nicht, ob sie überperformen. Wahrscheinlich werden jetzt ein paar sagen, dass sie so ein bisschen überperformen. Mamouche ist natürlich zurzeit in aller Munde, Ekitike, obwohl sie jetzt auch ein schlechtes Spiel mal gemacht haben. Aber da hat das ganze Team versagt. Da hat das Trainerteam versagt, da hat die Mannschaft versagt. Das ist halt mal so. Das darf man dieser Mannschaft auch mal zugestehen. Wichtig ist halt nur, dass sie daraus lernt und dass sie mal eine Reaktion zeigt gegen Augsburg. Und von daher hoffe ich auf 2:0. Mal wieder ein David gegen Goliath-Duell, Bayern gegen Heidenheim. Das sind wirklich zwei Gegensätze, wie sie nicht extremer sein können. Die Bayern im Pokal ausgestiegen gegen Leverkusen. Letzte Woche in Dortmund noch 1:1 gespielt. Nach dem Ausgleichstor von Musiala. Mit dem Kopf ist er ja sehr, sehr erfolgreich. Ja, gegen Leverkusen, das hat schon wehgetan. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist schon wieder ein Titel weg. Waren auch schon seit 5 Jahren oder so nicht mehr im Pokalfinale oder haben generell den Pokal gewonnen. Das waren vor 10, 15 Jahren war das nur eine Frage, wer der Gegner ist von den Bayern im Pokalfinale. Aber offensichtlich scheint da so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Heidenheim zu Hause gegen Frankfurt 4:0 auf die Mütze bekommen. Haben da gegen Chelsea gar nicht so schlecht gespielt. Von daher hatte ich da auch ein bisschen mehr Bedenken. Aber die Eintracht hat das dann halt souverän zu Ende gespielt. Und Heidenheim, klar, die verflixte zweite Saison zusammen mit dem europäischen Wettbewerb, ja, wo sie ja auch noch spielen, aber ich glaube, dass da in München nichts geht. Ich glaube eher, dass die Heidenheimer das ganz schön abbekommen, den Frust und die Wut der Bayern. Ich könnte mir vorstellen, dass es da so ein 4:5:0 vielleicht gibt am Ende. Oder vielleicht haben die Bayern jetzt so eine kleine Krise und verlieren auch in der Liga, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass sie das gegen Heidenheim, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Wut im Bauch, mit Reaktion zeigen und so weiter. Ich glaube, das wird ein souveränes Ding. Also, liebe Heidenheimer, seid mir da nicht böse. Ich mache mal hier ein fettes, sattes 5:0. Ist jetzt einfach spontan aus dem Bauch raus, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Heidenheim da irgendwas holt. Wäre natürlich für die Liga gut, wenn er die Eintracht auch gewinnt, was ja auch noch nicht in Stein gemeißelt ist. Aber 5:0 von meiner Seite aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Noch ein Duell der absoluten Gegensätze. Holstein-Kiel gegen Leipzig. Da sind aber die Quoten, wenn man mal kurz auf die Quoten guckt. Ich mache keine Werbung für irgendwelche Wettanbieter oder so. Hier ist die Quote auf einen Sieg von Kiel bei 5 und Leipzig auf eine 1,6. Bei Heidenheim ist eine 19,5er Quote. Da ist dann schon der Unterschied, also die gehen davon aus, dass Kiel gegen Leipzig spannender wird als Bayern gegen Heidenheim. Könnte sein, vielleicht. Holstein-Kiel hat auf St. Pauli verloren, 2:1. Die müssen halt auch zusehen, dass sie irgendwie Punkte sammeln. Auch mal gegen größere Gegner. Und Leipzig hat auch zu Hause ganz schön auf die Fresse bekommen gegen Wolfsburg mit 5:1. Und da hatte ich ja die Hoffnung, dass das sich vielleicht noch ein bisschen zieht bis zum DFB-Pokalspiel. Aber wie gesagt, die Leipziger sportlich gesehen, das war schon nach 10 Minuten, Viertelstunde klar, dass das irgendwie nichts wird. Da war Leipzig einfach griffiger, die Eintracht war gar nicht im Spiel. Ihre gewohnten Kombinationsspiele oder ihre Kombination konnten sie nicht so durchführen und hatten mal einen schlechten Tag. Ich hoffe, das bleibt der einzige bis zur Hinrundenpause, Winterpause. Aber Kiel gegen Leipzig, ich habe auch noch keine Unentschieden. Ich habe bislang nur Heimsiege getippt, das gefällt mir nicht. Aber da eine Auswärtssieg zu tippen, habe ich auch keine Lust. Ob ich da mal auf ein Unentschieden gehe, ich kann es mir aber auch nicht vorstellen. Ich muss da leider, so leid mir es tut, mit Rasenballsport Leipzig mitgehen, weil die wahrscheinlich jetzt auch wieder Blut geleckt haben mit Marco Rose, der dann auch wahrscheinlich Trainer bleibt, haben gut gespielt, wollen das fortführen. Und von daher, ich glaube, dass die Kieler ein Tor machen, aber ich glaube, dass die Leipziger das machen. Das Borussen-Duell gibt es dann als Topspiel am Samstagabend. Gladbach zu Hause gegen Dortmund. Atmosphärisch immer geil. Spannende Spiele waren auch die letzten Saisons mit dabei. Gladbach hat in Freiburg verloren mit 3:1. Auch relativ knapp, die haben gut mitgespielt, aber ja, am Ende in Freiburg ist halt manchmal so, wenn du die Chance nicht nutzt, dann ist Freiburg halt da. Die nutzen dann die Chancen aus und die haben dann am Ende den Sieg eingefahren. Dortmund hat gegen Bayern zu Hause unentschieden gespielt. Erste Halbzeit haben sie eigentlich noch gut mitgehalten, hatten ein paar Chancen, sind dann auch in Führung gegangen. Am Ende dann noch das 1:1 bekommen und zweite Halbzeit ging ja nicht mehr so viel. Ab und zu hatten sie noch Chancen, aber im Prinzip war die zweite Halbzeit gefühlt Dauerdruck von den Bayern. So hat es sich auf jeden Fall angefühlt, für mich persönlich. Ja, das sieht ja jeder irgendwie ein bisschen anders, aber ich fand, dass die Bayern dann ganz schön viel Druck gemacht haben. Tja, und jetzt ist die Frage, was zeigen die Dortmunder wieder für ein Gesicht? Beide waren nicht im Pokal unter der Woche, sind beide schon ausgeschieden. Ja, Gladbach gegen Frankfurt, Dortmund in Wolfsburg, letzte Runde. Ich glaube, das wird ein Unentschieden. Ich glaube, ich würde da mal ein Unentschieden machen. Das erste an diesem Spieltag, warum auch immer, ich mache mal hier ein 1:1. Beide müssen, beide wollen.
Ob beide können, weiß ich nicht. Also sie werden auf jeden Fall können, aber ich mache da einfach jetzt mal ein spontanes 1-1, weil ich halt noch keine Remis habe und irgendein Spiel wird immer Remis ausgehen. Hoffe ich zumindest. In dem Fall hoffe ich natürlich, dass das Spiel Remis ausgeht. Dann haben wir noch die Sonntagsspiele, beginnt mit Wolfsburg gegen Mainz. Wolfsburg unter der Woche im Pokal bei erschreckender Kulisse 8.800 oder 8.900 aufgerundet. Ich habe da 1-2 Videos gesehen, wo dann so ins leere Rund gefilmt wurde. Ja, soll sich jeder selber seine Meinung bilden, ob er das gut findet oder nicht. Ich finde es persönlich ziemlich beschämt, muss ich sagen, aber da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Haben in der Liga gegen Leipzig 5-1, jetzt bin ich schon wieder bei Wolfsburg hier, Wolfsburg in Leipzig 5-1 gewonnen, womit man auch nie gerechnet hätte. Also ich hätte letzte Woche um die Zeit hätte ich nie gedacht, dass Wolfsburg in Leipzig überhaupt gewinnt und dann auch noch so hoch. 5-1, ey. Das war schon eine Überraschung für viele. Und die Mainz haben zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen. Die spielen auch einen richtig guten Fußball, waren auch nicht mehr im Pokal, glaube ich, mit dabei. Nee, sind auch schon vorher ausgeschieden. Tja, ist die Frage, auch wieder unentschieden, Auswärtssieg. Ich habe auch nur einen Auswärtssieg. Da könnte ich wieder einen Auswärtssieg tippen. Johnny Burkhardt ist zum Beispiel momentan richtig gut drauf. Der trifft richtig gut und richtig oft. Aus Sicht der Mainzer gut. Wolfsburg hat auch einen guten Lauf. Die sind jetzt auch oben mit dabei. Können mit dem Sieg natürlich noch weiter nach oben rutschen in den internationalen Plätzen. Ich habe so ein Gefühl, dass Wolfsburg den Schwung mitnimmt. Aus dem DFB-Pokal und auch aus den letzten Ligaspielen. Ich brauche ein paar Punkte hier im Kicktipp. Sonst würde ich gegen Wolfsburg tippen. Aber da ich ja ein paar Punkte brauche und jetzt mal für den VfL tippe, hoffe ich, dass sie mich nicht enttäuschen. In dem Fall, sonst dürfen sie mich sehr gerne in jedem Spiel enttäuschen. Ich mache ja auch mal ein 2-0. Ja, einfach wie gesagt, Schwung mitnehmen, DFB-Pokal gewonnen, in Leipzig gewonnen, die haben mit Selbstvertrauen. Und Heimspiel, da würde ich auf Wolfsburg tippen. Und der Abschluss mit dem, was ist das für ein Derby? Baden-Württemberg-Derby? Baden-Württemberg-Derby, ja. Hoffenheim-Freiburg. Hoffenheim, gerade schon gesagt, in Wolfsburg verloren unter der Woche. Letztes Spiel unter Christian Ilzer haben sie ja in Mainz verloren. Ja, gerade schon angesprochen, da ging nicht so viel. Aber mal gucken, wie er es jetzt im nächsten Heimspiel hinkriegt. Das letzte Heimspiel hat er ja gegen Leipzig gewonnen. Das war schon mal sehr vielversprechend und sehr erfolgreich für Hoffenheim. Freiburg hat gegen Gladbach zu Hause gewonnen. 3-1, stehen auch weiterhin oben. Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen, das ist sowieso sehr, sehr spannend. Sage ich auch immer wieder jede Woche. Das wird sich noch hin und her schieben. So zwischen Platz 3, 4, 5, okay, Platz 2 nehmen wir auch noch mit dazu. Bis Platz 7 oder 8, da wird noch so viel passieren. Da kann man noch gar keine Prognose abgeben, wer wo am Ende landet. So, jetzt die Frage, nochmal ein Unentschieden zum Schluss. Freiburger Sieg, Hoffenheimer Sieg. Ich würde Freiburg auf Sieg tippen. Ganz knapp, auch wieder so spontan aus dem Bauch raus. Ein knappes 1-0. Wobei vielleicht, 2-1. Ich glaube, Hoffenheim schießt auch ein Tor. Die wollen auch eine Reaktion zeigen. Die haben auch nicht das beste Spiel gemacht in Wolfsburg. Wollen dann natürlich auch zu Hause wieder besser spielen und Freiburg, ja, möchte einfach oben dran bleiben. Von daher sind das meine Tipps. Ja, bei einigen bin ich mir nicht ganz so sicher. Bei Bayern gegen Heidenheim 5-0. Ist ein bisschen so aus dem Bauch raus. Mit Wut, wie gesagt, die Bayern. Frankfurt ist einfach auch Hoffnung immer. Und natürlich werde ich immer für meinen Verein tippen. Und die anderen Spiele, ja, Leverkusen, Bochum ist auch ein bisschen riskanter oder ein bisschen gewagter. Kiel hätte man auch vielleicht auf Unentschieden setzen können, aber gut, bei Dortmund und Gladbach wird es wahrscheinlich einen Sieger geben. Naja, egal, speichern wir und schauen wir immer mal auf die Gesamtübersicht. Hier haben wir immer noch den unangefochtenen Cem auf der 1, schon seit Wochen mit 7 Punkten Vorsprung auf den SG Tobi, dann Ras, Andrea 87, Musiklo und so weiter und so fort. Ich scroll wie immer nach unten. 17. Platz ist für mich auch völlig okay. Wie gesagt, es freut mich, dass ihr so aktiv mit dabei seid. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ja, irgendwann kann ich es auch verstehen, dass manche vielleicht nicht mehr mittippen wollen, weil es halt entweder nicht läuft oder sie es halt vergessen oder hast du nicht gesehen. Das muss ich jetzt hier mal so ganz klar und offen sagen. Aber ich werde zur Winterpause, glaube ich, mal ein bisschen aussortieren. Also Leute, die halt nicht mittippen hier. Ihr seht ja, die Leute, die hier nie mittippen oder beziehungsweise fast nie mittippen, die könnte man auch eventuell rausschmeißen. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Ihr denkt bitte dran, ihr habt noch Zeit bis um 18 Uhr beim Gewinnspiel mitzumachen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ja, es gibt diese Woche ein Mauspad von Descue zu gewinnen. Dann wird am Sonntag ausgelost und dann gibt es das nächste Gewinnspiel. Dann ist das schon der zweite Advent. So, immer mal langsam hier mit den jungen Pferden. So, also, wir sehen uns wieder nächste Woche mit den Tipps zu Spieltag 14. Irgendwann ist auch nochmal Dienstag, Mittwoch. Ich weiß nicht, ob das jetzt nächste Woche ist nochmal Europacup und ich glaube darauf, die Woche ist nochmal unter der Woche, bin ich der Meinung. Naja, wir werden uns überraschen lassen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schönen zweiten Advent auf jeden Fall. Bleibt gesund, genießt die Vorweihnachtszeit mit euren
Familien, Freunden und Verwandten. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.